Wir sind hier in Holderbank im Kanton Solothurn auf dem Betrieb von Cäsar und Lena Bürgi. Sie gehören zu den Pionieren in der Hoftötung und praktizieren die Hoftötung schon seit vielen Jahren. In diesem Video zeigen wir euch den Ablauf bei einer Hoftötung mit einem modifizierten Selbstfanggitter, einem Heukran und einem T-Trailer. Ich bin Cäsar Bürgi, ich leite den Betrieb hier auf der Oberen Wies zusammen mit meiner Frau. Wir haben einen Lehrling und eine Mitarbeiterin und 3 Kinder. Der Hof umfasst 44 Hektar Land und 10 Hektar Wald, Bergzone 1, 750 Meter über Meer. Und das ist halt ein Grünlandbetrieb. Wir haben eine Red Angus Herde, Zuchttiere, und daneben noch eine Schweinezucht, eine Hühnerzucht und Burenziegen und 2 Freiberger Pferde mit Fohlen. Wir versuchen hier einen Hoforganismus aufzubauen, inspiriert durch die biodynamische Landwirtschaft, wo alles ein bisschen ineinander greifen soll. Deshalb ist auch die Direktvermarktung ein guter Weg, weil da muss man es erst einem Endkunden verkaufen und nicht diesen Handelsstrukturen folgen. Und so sind wir eigentlich eben frei in der Produktion und in der Gestaltung und Zucht der Tiere. Ich habe vorher eine Hirschzucht auf dem elterlichen Hof. Die Tiere haben wir auf dem Hof getötet mit Kugelschuss. Also war mir das eigentlich schon lange bekannt. Bei den Rindern haben wir sie jeweils verladen und es war mir immer irgendwie unwohl, dieser letzte Schritt. Das Tier wird hier fixiert am ersten Platz der Fressachse. Das ist mir wichtig, dass es eben in einem gewohnten Umfeld ist und nicht etwas Neues lernen muss für die Schlachtung. Deshalb haben wir den ersten Platz gewählt. Und das System findet sich aber im ganzen Stall auch wieder, dass die Tiere gewohnt sind, in Selbstfanggitter zu gehen, obwohl sie als Kuh nicht fixiert sind auf unserem Hof. Das ist ein System Safety. Da kann das Tier unten auch raus, wenn es zum Beispiel ausrutscht und man es rauslassen muss. Zusätzlich haben wir hier die 2 Schnellspanner aus dem Fahrradbereich montiert und können so die Stange auch zur Seite schieben, wenn das Tier betäubt am Boden liegt, dass das Ausschlaufen schnell und sicher funktioniert. Das ist eine einfache und günstige Methode, weil wir rote Angus züchten, ist das auch möglich. Behornte Tiere sehe ich hier als Schwierigkeit, außer man nimmt sie vielleicht ganz jung. Aber so können wir hornlose Tiere hier einfach und günstig betäuben und ausschlaufen und eben das Tier muss kein neues System lernen. Wir nehmen das Tier, das wir ausgewählt haben, an den Platz oder in diese Gruppe. Dann wird das jeden Tag hier fixiert, die letzten 3 Tage. Was mir aufgefallen ist, dass ich das Tier vorbereiten kann durch Desensibilisierung am Kopf. Das heißt, immer zur Fütterungszeit, wenn das Tier fixiert ist, berühren wir kurz die Stirn des Tieres. Solange das Tier sich wehrt oder den Kopf schüttelt, bleibe ich hier und berühre es immer wieder. Und erst wenn das Tier eine Sekunde oder eine halbe Sekunde den Kopf ruhig hält und ich weiß, es hat sich so quasi gelöst, dann gehe ich weg. Und so weiß ich, dass ich am Montagmorgen nicht ein Problem habe, dass das Tier den Kopf nicht ruhig hält. Also am Montagmorgen, wenn wir üblicherweise schlachten, ist der Ablauf so, dass das Tier fixiert wird auf Zeit, weil ich einen Termin habe am Schlachtbetrieb, wo ich anfahren muss. Das Tier wird also eine halbe Stunde vorher betäubt. Den Bolzenschuss setze ich. Für das habe ich 2 Geräte. Einerseits den ich üblicherweise verwende, diesen Cash Magnum Free Flight, der hat maximale Leistung und Austrittsgeschwindigkeit für auch schwere Tiere. Ich muss aber auch einen Ersatzbolzen haben bei Fehlschuss, den ich geladen habe und in einer kurzen Zeit nachschießen kann. Also die 2 Geräte stehen hier.
Das Tier betäube ich mit dem Bolzenschuss. Eine zweite Person, die hinten wartet, schlauft das Tier an am Hinterbein. Eine dritte Person ist auf dem Kran und kommt mit dem Kranhaken ans Hinterbein runter. Das Tier wird am Hinterbein angeschlauft, am Lasthaken angehängt und dass wir es maximal verkürzen können wegen der Hubhöhe, so fixiert. Dann hebt der Kran das Tier hoch. In der Zeit kann ich in den Schlachtanhänger und hier das hängende Tier in Empfang nehmen, kann dann mit dem ersten Messer einen Hautlappen wegschneiden und mit dem zweiten Messer den Bruststich machen, dass das Tier hier entblutet. Wir machen das in einen Eimer, um das Schwallblut aufzufangen. Nach dem Ausbluten, das geht ein paar Minuten, nehmen wir das Blut raus und legen das Tier dann mit dem Kran hier mit dem Kopf auf diesen Schragen, um es nachher mit den Gurten über den Bauch und über die Brust zu fixieren. Am Schlachtbetrieb können wir das Tier, was hier liegt und fixiert ist mit den Spanngurten, leicht und schnell entladen, indem wir mit dem ganzen Schragen samt Tier ins Schlachthaus reinfahren können und bereits so beginnen können mit dem Enthäuten. Wie ich bereits erwähnt habe, töte ich die Tiere auf unserem Hof. Dafür muss ich alle 3 Jahre einen Kurs machen. Man muss auch eine gewisse Anzahl Tiere hier töten, jährlich. Es ist sicher auch zu empfehlen, dass man vorgängig Praxis sich aneignet, in Begleitung eines Metzgers die ersten Bolzenschüsse setzt, um sicher zu sein, dass man das Handwerk beherrscht. Rückblickend können wir sagen, dass die Hoftötung sicher eine richtige Entscheidung war. Wir einen Schritt weitergekommen sind mit den Tieren, mit den Menschen, die hier arbeiten. Man holt sich auch etwas mehr wieder zurück auf den Hof, nämlich den Tod der Tiere, was durchaus auch beschäftigt. Ich frage mich heute, wie ich mich dafür vorbereiten kann als Mensch. Das sind sicher Punkte, die mich heute beschäftigen, nicht mehr unbedingt die Technik oder das Handwerk. Zu empfehlen ist sicher, die Systeme anzuschauen, die es heute gibt. Weiterhin die Tiere zu beobachten, zu schauen, was da passiert und vielleicht irgendwann mal auch nachjustieren, um mit den Tieren mitzugehen. In diesem Video haben wir euch gezeigt, wie der Ablauf einer Hoftötung funktioniert mit einem modifizierten Selbstfangveressgitter, einem Heukran und einem T-Trailer. Andere technische Möglichkeiten findet ihr in weiteren Videos.